Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ich einen linksdrehenden Lazy Wrap Bun mache. Ich mache den sonst immer rechts drehen und das ist heute für mich eine Herausforderung. Und zwar nehme ich dazu diesen Geweihhaarstab. Der ist insofern interessant, als der hier so eine S-Form hat. Also eines geht nach oben und ein anderes nach unten und dann ist er in sich auch noch mal so gekrümmt und dadurch wirken diese beiden abstehenden Enden dann wie so Sperrriegel, sodass der sich dann im Dutt nämlich nicht einfach so vom Kopf wegdrehen kann, wie das normale gekrümmte Antler-Geweihstäbe zu tun pflegen. Also lege ich mal los. So, ich forme jetzt hier mit der rechten Hand erstmal einen Kreis, um den Pferdeschwanz besser zu greifen. Und dann wickle ich den Pferdeschwanz mit der linken Hand gegen den Uhrzeigersinn um den Daumen herum nach oben. Führe ihn oberhalb der Basis entlang auf die linke Seite. Ich spreize die rechte Hand und wickle ihn dann in derselben Drehrichtung um den Zeigefinger herum. Und dann führe ich ihn unterhalb der Pferdeschwanzbasis weiter nach rechts. Und das war's auch schon mit unserer LWB-Schlaufe. Jetzt wickle ich genau in derselben Richtung gegen den Uhrzeigersinn den Haarrest um die Basis herum auf. Ich habe jetzt den Haarstrang auf der rechten Seite und gehe da jetzt mit den Fingern durch, um den Haarstrang etwas zu glätten, damit das dann später auch im Dutt harmonisch aussieht. Und jetzt kann ich weiter wickeln. So, jetzt habe ich hier bald alle Haare aufgewickelt und werde mir dann später den Haarstab holen, um ihn von links in den Dutt einzuschieben. Warum jetzt von links? Weil das dem Gegenzug des Dutts entgegenwirkt. Weil wenn der sich auflösen will, dann will der sich nach rechts drehen. Und wenn der Topper jetzt auch noch auf der rechten Seite wäre, dann würde sich der Dutt schneller wieder auflösen, beziehungsweise der schwere Topper sinkt dann einfach nach unten und dann könnte der Stick zwar jetzt nicht rausflutschen bei dieser Form, aber es würde halt nicht so toll aussehen. So, ich kann jetzt hier mit dieser Hakenspitze natürlich sehr gut erstmal die Kopfhaut erreichen. Jetzt das Durchschieben ist schon etwas schwieriger. Zu Anfang geht es noch, aber jetzt muss ich den Haarstab immer so etwas hin und her drehen, dass die Spitze sich im Zickzack den Weg nach rechts durch den Dutt bahnt. Und dabei weitet der sich auch so weit, dass es dann später nicht zieht. So, und jetzt habe ich hier den Innenrand der rechten Schlaufenhälfte erreicht und hole da jetzt den Stab wieder raus. Das ist ja in dem Falle ziemlich einfach, weil ich ja den Stab einfach nur zu drehen brauche. Dann ist die Spitze oben. Und jetzt drehe ich den Stab wieder so, dass das Ende und der Anfang sich wieder nach unten hin über die beiden Schlaufenhälften neigen. Und das hält jetzt auch so, weil der Stab nämlich auch nicht super glatt geschliffen wurde. Das sollte man bei solchen Stäben eigentlich nie tun. Und es schädigt so auch die Haare nicht. Und jetzt seht ihr, dass hier die Spitze und der Anfang des Haarstabes so geformt sind, dass sie praktisch wie so Riegel die Schlaufe unten halten und verhindern, dass sich der Stab jetzt vom Kopf wegdrehen kann. Und fertig. Und fertig. Ein Lazy Wrap Bun linksdrehend mit einem Squiggle Haarstab aus Antler. Viel Spaß beim Nachbauen.